Lieber Stier, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns an, wie sich dein Juli gestalten möchte, welche Überraschungen er für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was ist wichtig, ausschlaggebend. Oder aber auch, was am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Stier im Juli 2024. Schluck auf, Schluck Beschwerden. Etwas stößt dir auf. Provokation. Die Frage ist, wirst du provoziert oder provozierst du? Oder entschuldigst du, dass du provoziert bist, wirst und somit entschuldigst du eventuell ein Verhalten, eine Handlung. Doch sie sagen, wenn du ein Feuerzeichen in deinem Umfeld hast, dies wird für dich schwer greifbar, denn auch dies provoziert dich. Es ist jemand, der sein Gesicht wandelt. Heute ui, morgen pfui. Vorsicht davor. Auch nimmst du sehr die Tag- und die Nachtenergie wahr. Sie empfehlen dir, eine energetische Reinigung vornehmen zu lassen, sozusagen eine Aura-Reinigung, eine Chakrenbehandlung, denn du kommst in den Juli. Du hältst irgendwas sehr fest. Es ist wie Atem anhalten. Angespannt. Und vielleicht ist der Schluck auf oder die Schluckbeschwerden der Nervosität, der Unruhe zuzuschreiben. Doch bitte bei körperlichen Symptomen immer zum Arzt gehen. Sie sagen, der Juli verläuft für dich ruhig, sofern du die Ruhe selbst bleibst. Ansonsten denk dran, Provokation steht hinter jeder Ecke. Eine kleine Prüfung vom Universum. Lieber Stier. Das Unterbewusstsein arbeitet auf Hochtouren, doch nicht nur. Du versuchst etwas zu entwirren, durch etwas hindurch zu blicken, wo du nicht klar siehst. Du wirst sicherlich versuchen, eine Strategie zu finden, um durch das Dickicht zu kommen. Dir wird im Juli bewusst, wie viel bei dir, um dich herum und im gesamten Kosmos wie sagt man, ungesehen bleibt, weil so viel Fokus immer auf irgendetwas gelegt wird und es passiert so viel umrum. Das ist wie eine ganz große Erkenntnis bei dir. Der Juli hört sich spannend an.
noch 2 weitere Karten. Wie gesagt, die Lösung im Juli für alles ist: bewahre die Ruhe. Reagiere nicht, sondern nehme die Zeichen wahr. Der Juli ebenso wie gefestigt bist du im Vertrauen des Göttlichen. Wie gefestigt bist du, bewusster werden zu wollen, an dir zu arbeiten. Es kommen viele Themen hoch, die dir im Außen wieder gespiegelt werden oder wo einfach Trigger auf dich zukommen. Denk dran, die Ruhe bewahren, nicht reagieren. Deine Hauptenergie im Juli, lieber Stier. Unter welchem Thema steht dein Stern? Wow, unter dem Stern. Gut möglich, dass du mit einem Wassermann verbunden bist, aber auch gut möglich, dass ab Mitte Juli ganz was Tolles in dein Leben kommt. Sei es, dass sich eine Lösung zu einem Problem präsentiert, sei es, dass du die Erkenntnis überhaupt erlangst, sei es, dass ein Herzwunsch wahr wird und sei es, dass du vielleicht den Zeichen folgst, die dir in den Weg gelegt werden. Die Spiritualität eine ganz große Rolle im Juli. Olivenzweige, acht Lichtstrahlen. So, beginnen wir mit dem Tarot. Vorsicht davor, etwas nicht nachzutrauern, vor allem wenn es etwas Materielles ist, was du nicht bekommst oder was zurückgelassen wurde. Sie sagen, es geht um ganz was anderes. Lieber Stier, definitiv hast du mit einem Luftzeichen zu tun, denn dort, wo du das Gefühl hast, dir wird etwas verheimlicht, dort, wo du auf Nachricht wartest, aber keine kommt, wirst du das Erdbeben lostreten. Aus Ungeduld, aus Zorn, aus das lasse ich mir nicht bieten. Fakten, es wird nicht sauber gespielt. Dein Objektiv ist es, dir Respekt zu verschaffen und bist auch bereit, Geheimnisse anderer Menschen preiszugeben. Lieber Stier, ist das der rechte Weg? Denk dran, der Juli, die Provokationen stehen um jeder Ecke. Und was wurde dir nahegelegt? Ruhe bewahren.
Beruflich gibt es Veränderungen. Sie sagen, es stellt sich nicht die Frage, ob dir diese Veränderungen gefallen oder nicht. Es stellt sich die Frage, wie gehst du mit diesen Veränderungen um? Das heißt, Fokus soll ganz woanders sein. Ebenso ein Plan, ein Projekt, Erwartetes ist nicht so, wie erhofft. Denk dran, lieber Stier, denk dir jetzt nicht, was für ein blödes Reading. Nein, sei dankbar drum, denn du wirst hier vorbereitet auf all deine Provokationspunkte. Es geht hier um deine Bewusstseinserweiterung. Es geht um deine Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn etwas nicht so zustande kommt, wie du es möchtest, mit dem Kopf durch die Wand, hat es einen Grund. Lass dich nicht provozieren. Sei im Vertrauen, dass es einen triftigen Grund hat. Sei im Vertrauen, dass du es schaffst, auch mit diesem Setback gut umzugehen und dass etwas viel Besseres kommen wird. Falls du jemandem etwas Materielles geliehen hast, verliehen hast, vielleicht auch schon seit geraumer Zeit, seit 8 Jahren, 8 Monaten, atme tief durch und schau, was sich dir präsentiert. Das ist ein ganz, ganz großer Test. Du wirst ihn bestehen. Und die gute Nachricht ist, wenn du dich in Geduld übst, dich nicht provozieren lässt, gibt es die glückliche Fügung. Der Turnaround, auf das alles so wird, wie du es möchtest. Wir machen weiter im Extended, lieber Stier. Wir warten dort auf dich. Wir freuen uns. Bis gleich. Ciao.